Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie zum Beispiel SSD, RAM oder Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Asus Pro und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, ziemlich gut zu lesen. Und ja, mit dieser Modellnummer findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Ganz allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier generell eigentlich nicht schwer ist. Man muss hier nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Das Einzige, was ein bisschen ungeschickt ist, dass der Frontrahmen hier bis quasi unter das Gerät runtergeht. Das heißt, hier wäre es wahrscheinlich am geschicktesten, einfach den kompletten Deckel samt Display erstmal wegzumachen. Das zeige ich auch gleich, wie das geht. Das ist nämlich auch nicht schwer. Die Tastatur, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man hingegen auch einzeln tauschen. Gut, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Auch die hier vorne, die 4. Und da ist es so, dass die vorderen 4 etwas kürzer sind als der Rest. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Generell nutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und das sind ganz normale Kreuzschrauben. Und dann nehme ich jetzt hier einfach ein PH0. Die Schrauben habe ich jetzt auch schon mal rausgemacht. Genau, und wenn dann alle Schrauben los sind, dann geht es im Grunde genommen darum, die Unterseite vom Gerät zu lösen. Und da ist es so, da kann man hier eigentlich echt gut die Verbindung sehen. Auch hier vorne läuft die lang. Und hier. Und ja, ich versuche da jetzt dann auf der Rückseite mal anzufangen. Und das Grundprinzip ist eigentlich wirklich, man geht hier so ein bisschen dazwischen, versucht da dazwischen zu kommen und das dann so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und da ist es so, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, kann das ein bisschen schwerer gehen. Weil den Kühlrippen hier ein bisschen aufpassen. Und auch, also wenn das Gerät generell laut knackt beim Öffnen, dann ist das tatsächlich auch normal. Und wenn es irgendwo nicht besonders gut geht, dann fängt man einfach an einer anderen Stelle an. Ja? Also man kann jetzt auch vorne anfangen zum Beispiel und da versuchen. Und so arbeitet man sich dann im Grunde genommen einmal um das Gerät herum. Genau, bis man irgendwann die Unterseite meist dann auch mit ein bisschen Wippen und Wackeln einfach abnehmen kann. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und da sehen wir hier die Verbindung und der Anschluss hier, der funktioniert so, dass man diesen kleinen Bügel zuerst ein bisschen nach hinten zieht, genau so. Und dann kann man den Stecker hier quasi einfach nach oben abnehmen und ist so einfach mal auf der sicheren Seite. Gut, was wir hier als erstes sehen, ist, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte ist. Die geht hier zum Mainboard. Dann können wir hier noch unter dem Klebeband, das ist die CMOS-Batterie, die hier zum Mainboard geht, sehen. RAM und SSD, die sitzen unter dieser kleinen Abdeckung. Da ist aber auch zusätzlich nochmal RAM verlötet. Und dann sehen wir hier natürlich den Lüfter und den Heatsink.
Ein Grafikchip ist hier jetzt nicht verbaut, der kühlt jetzt nur die CPU. Hier ist das WLAN-Modul und dann sehen wir hier drüben nochmal ein einzelnes Board, das man aller Wahrscheinlichkeit nach auch einzeln tauschen könnte. Gut, und dann zeige ich euch mal schnell, wie das jetzt beim Display gehen würde. Das ist nämlich super praktisch, weil die WLAN-Kabel, die oft auch aus dem Deckel kommen, sind in dem Fall nämlich hier vorne. Und das heißt, das ist der Display-Anschluss. Den zieht man nach oben einfach weg. Genau so. Und dann muss man nur noch diese 3 Schrauben hier lösen. Und auch hier diese Schraube. Und generell ist hier zu empfehlen, sich da einfach vorher ein Foto zu machen. Also bevor man hier irgendwas aufschraubt, macht man einfach ein Foto, dann weiß man, wo Schrauben waren. Hier zum Beispiel sind keine, das ist vom Deckel. Schau an, schau an. Da ist hier noch eine Schraube. Genau, und das meine ich. Ja? Also das ist jetzt zum Beispiel, die hat auch eine andere Farbe. Macht man sich ein Foto, merkt sich das, wo welche Schraube hinkommt. Und dann ist das nämlich hier das gleiche. Da sind auch nochmal Schrauben. Genau so. Und dann kann man jetzt in dem Fall das Scharnier hier nach oben und das Scharnier hier auch nach oben machen. Und dann kann man hier unten drunter das Gerät quasi einfach wegnehmen. So, und jetzt kann man eben super den Frontrahmen hier lösen und kommt so einfach an das Display ran und ja, hat da keine Probleme. Was man sich hier auch merken sollte, ist auch beim Zusammenbauen wieder, ja, dass man das nach dem gleichen Prinzip macht. Also man legt das so rum, Kamera nach unten, Scharniere nach oben und dann hängt man hier das Gerät wieder ein. Und dann kann man das hier mitsamt den Scharnieren wieder nach unten machen. Und da sieht man hier zum Beispiel ist eine Hilfsöffnung und hier sind 2 Hilfsöffnungen. Ja, und dann muss man einfach nur noch alles wieder verschrauben. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, aber das wollte ich euch jetzt einfach noch mal schnell zeigen. Gut, Akkutausch, auch super einfach. Einfach alle Schrauben, die hier außen rumlaufen, lösen. Und dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und so natürlich auch gegebenenfalls ziemlich easy tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier übrigens das Touchpad. Habe ich ja auch gesagt, das geht einzeln zu tauschen. Und da ist es so, hier ist übrigens der Fingerprint-Reader noch mit dabei. Das Touchpad selber wird nur von diesen 3 Schrauben hier gehalten. Und dann kann man das tauschen. Und dann will ich aber noch ganz schnell zeigen, wie das mit diesen Anschlüssen hier funktioniert. Da kann man nämlich nicht einfach ziehen. Das ist wie bei allen Anschlüssen, das ist ein Kippschalter. Das heißt, der wird erst aufgeklappt, so zum Beispiel. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Auf der Seite genauso, ne? Da klappt man es halt hier auf und hier auch so und so. Und dann sieht man hier auch so eine kleine schwarze Linie, die ist auch immer recht praktisch. Da weiß man nämlich, ob das Kabel wieder richtig drin steckt. Und dann kommt das hier einfach wieder zurück. So. Wie gesagt, da sieht man jetzt eben, ne, die schwarze Linie und dann wird das zugeklappt. Und ja, so einfach würde das hier auch mit einem Touchpad gehen. So, RAM und SSD sind wie gesagt beide unter dieser Abdeckung. Und diese Abdeckung ist einmal hier und einmal hier verstaubt. Und dann kann man die einfach nach oben hin wegnehmen. Genau so. Und dann sehen wir hier zum Beispiel auch, der RAM-Slot ist jetzt hier gar nicht belegt.
Da habe ich aber mal einen mitgebracht. Also wenn man den nachrüsten oder austauschen will, am besten schaut man, dass man nicht mit den Fingern hier vorne drauf kommt, weil man so ein bisschen fettige Finger hat. Aber ansonsten, der RAM geht prinzipiell nur in eine Richtung. Der würde jetzt so gar nicht reingehen. Das heißt, der kommt so in den Slot, wird bis nach ganz unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier einrasten. Ja, und beim Ausbau natürlich genau das gleiche Spiel, ne? Die beiden Klammern hier so ein bisschen zur Seite. Und dann kann man den RAM hier rausziehen. Super einfach. So, jetzt gehen wir uns hier draußen die Maschinen an. Ich gucke, dass ich das so gut wie möglich wegbekomme. Versprechen kann ich das nicht. SSD tauschen auch super einfach. Da ist nur eine Schraube hier hinten dran. Sobald man die draußen hat, kann man die SSD so ein bisschen nach oben lupfen und dann aus dem Slot ziehen. Das kann sein, die hat hier so ein Kühlpad drauf, dass das da ein bisschen klebt. Ansonsten das gleiche Prinzip wie beim RAM. Also auch das geht nur in eine Richtung. So würde die gar nicht reingehen. Das heißt, die kommt hier einfach wieder zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Genau, und wenn man das soweit hat, dann macht man die Abdeckung wieder zurück. Da gibt es hier so kleine Halterungen, da wird das quasi genau in die Mitte reingeschoben. Wird wieder verschraubt. Und schon hat man das erledigt. So, den Lüfter kann man bei dem Gerät einzeln tauschen. Da ist es nur so, der sitzt jetzt hier unter dem Heatsink. Der geht also einmal hier noch hin. Der wird generell von diesen 3 Schrauben und von der hier gehalten. Und auch hier drüben. Da muss man eventuell das hier so ein bisschen wegmachen. Das klebt jetzt einfach nur hier drüben. Und da ist es jetzt aber so, ja, weil man den nicht abbrechen oder verbiegen will und der wirklich, würde ich hier empfehlen, den Heatsink einfach mit abzumachen. Das ist auch kein Problem, das sind nur diese 4 Schrauben hier. Und dann kann man erstmal den Heatsink wegmachen und dann auch den Lüfter. Und hier natürlich das Lüfterkabel noch, das ist so dünn. Ich würde auch erst den Lüfter rausmachen, also erst den Heatsink, dann den Lüfter ein bisschen anheben und dann hat man hier nämlich Platz, um den Stecker selber zu greifen, weil die Kabel sind so dünn, das würde ich jetzt hier nicht machen. Und dann zieht man das raus und kann so eigentlich total einfach den Lüfter tauschen. Beim Wiedereinbau dann einfach schauen, dass man den zuerst drauflegt, beziehungsweise als allererstes den Lüfter wieder verbinden. Dann den Lüfter drauflegen, am besten auch gleich mal hier schon verschrauben. Dann natürlich den Heatsink sauber machen, neue Wärmeleitpaste drauf. Und dann wird das einfach wieder oben drauf gemacht und verschraubt. Und ja, also so lässt sich eigentlich auch relativ einfach der Lüfter hier tauschen. Gut, Akkueinbau, ja, genauso einfach wie der Ausbau. Der wird jetzt einfach hier wieder auf die Gewinde draufgelegt. Und da sieht man auch, der hat hier zum Beispiel so eine kleine Hilfsöffnung noch, hier drüben auch. Das heißt, da drauf und da drauf und dann sitzt der direkt und muss nur wieder verschraubt werden. Super, am Ende definitiv nicht vergessen, den Akku wieder zu verbinden. Schauen, dass der Bügel hier wirklich oben ist. Und dann hier eben auch, das Wichtigste ist eigentlich, weil der sonst wirklich nicht hält, dass man da schaut, dass der Bügel wirklich hier einmal drüber sitzt. Ja? Der muss wirklich hier so über dem Weißen drüber sitzen. Ja? Ja, und wenn man das alles hat, dann kann man die Unterseite wieder verbinden. Die legt man jetzt von oben drauf und drückt die nach unten kräftig zu. Und bei dem Modell ist es auch so, da kann man wirklich überall noch einmal drum herum gehen. Also, dass hier wirklich alles zu ist. Da muss man teilweise recht kräftig drücken. Genau, so, dann wird das Gerät wieder verschraubt. Nicht vergessen, die 4 kurzen Schrauben kommen hier vorne rein und ja, so schnell hat man das hier erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da.
Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.